Ende der 50er Jahre begannen die goldenen Zeiten des Rallye-Sports. Rallye-Fahren wurde professionell. Die damaligen Automobilhersteller entwickelten Fahrzeuge, die robust genug waren, um auch abseits befestigter Straßen schnell und sicher zu fahren. In dieser Zeit spezialisierten sich immer mehr Piloten ausschließlich auf diesen Rennsport. Roger Clark, Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen, Rauno Aaltonen oder Ove Andersen waren die Helden der schwierigsten Rallyepisten der Welt. Das Jahr 1958. Nikita Sergejewitsch Chruschtschow wird in diesem Jahr zum Ministerpräsidenten der UdSSR gewählt und wird damit höchster Parteiführer und Ministerpräsident in einer Person. Bei einer Flugzeugkatastrophe auf dem Flughafen München kommen 23 Spieler und Begleiter der englischen Erstligamannschaft Manchester United auf tragische Weise ums Leben. Und in den USA wird die National Aeronautics and Space Administration, NASA, von Präsident Eisenhower ihrer offiziellen Bestimmung übergeben. Gebirgsrallyes zu fahren ist ein grandioser Sport. Er ist aufregend und ausgesprochen professionell. Aber natürlich hat es lange gebraucht, bis es soweit war. Ende der 50er Jahre fängt der Rallye-Sport an, professionell zu werden. Wir haben ein paar Experten befragt, um die Entwicklung dieser Sportart nachzuvollziehen. Das goldene Zeitalter der Rallyes ist wohl Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre. Ich kann mich an meine erste Rallye auf dem europäischen Festland erinnern, die Alpine Rallye. Wir fuhren von Marseille nach Italien und hatten eine gute Zeit. Es war alles ziemlich entspannt und wir waren wirklich gut. Wir belegten den 35. Platz in der Rallye Monte Carlo. Man muss die Autobauer bewundern, deren Autos auf solch einem Kurs getestet werden, wenn die Ergebnisse in aller Welt begutachtet werden. Aus Frankreich Citroën mit dem ID19, aus Italien Alfa Romeo und ihre Giuliettas, aus Großbritannien Rover und die Sunbeams, Standard mit ihrem Triumph, Ford und ihrer Zappa, BMC mit den Austin Healys. Zu den erfolgreichen Fahrern auf Asphalt und querfeldein bei britischen Rallyes gehören Willie Cave, Les Leston, Peter Job und einer der größten, Peter Harper. Mir hat das Rallyefahren mehr Spaß gemacht, als es noch keine Unfälle gab. Wenn man sich nur in den Wagen setzte und losfuhr. Das war für mich Rallyefahren, wie es sein sollte. Für mich war das ein goldenes Zeitalter. Aufgrund der relativ niedrigen Kosten ist die Beteiligung der Hersteller an der europäischen Meisterschaft hoch. Die Rallyes, die zumeist auf Asphalt stattfinden, sind hart für die Autos und die Piloten. Eine Pause zum Abkühlen, denn vor ihnen liegt Italiens höchster Pass. Und jetzt gibt es den Grand Prix am Stilfser Joch. Die Passstraße des Stilfser Jochs ist eine der klassischen Strecken für Rallyes. Schwer für Fahrer und Fahrzeuge. Eine Haarnadelkurve reiht sich an die andere. Sehen Sie sich das nur an. Kein Wunder, dass die Leute von dieser Etappe schwärmen. Aber der Unfall macht es für den Nächsten nicht unbedingt leichter. Achten Sie darauf, dass keiner der Wagen zur damaligen Zeit Sponsorenaufkleber trägt. Sponsoren kamen erst zum Ende der 60er Jahre ins Spiel. Und während das zunahm, nahmen Hausumrundungen am Ende der Rallyes wie diese stark ab. Zur damaligen Zeit war der Tempounterschied zwischen den englischen Fahrern und den Skandinaviern auf einer Strecke unglaublich.
Ich glaube, damals hatten die Skandinavier viel Erfahrung bei Rallyes durch die Wälder und auf Schnee. Und sie hatten dieses gewaltige Konkurrenzdenken untereinander und den Willen zu siegen. And he and Stuart Turner make an almost unbeatably efficient rally crew. But with the Saab lifting high its inside rear wheel, for Carlson... Es scheint, als würde Erik Carlsson den Rallye-Sport Anfang der 60er Jahre dominieren. Er ist so viel schneller als jeder englische Fahrer. Er ist der erste der Skandinavier, der den Europäern zeigte, worum es eigentlich geht. Er hatte zu Hause eine Menge Erfahrung gesammelt und hatte den absoluten Siegeswillen. Längs wird noch immer von Carlsson verfolgt und jetzt gibt Siegel Mullins Gas. Und jetzt greift Mullins Carlsson an und setzt sich hinter Längs. Und hier kommt er und verursacht bei seinem Navigator fast einen Herzanfall. Seine erste Erfahrung mit der Rallye Monte Carlo. Dicht dahinter, wie schon die ganze Zeit über, Pat Moss und Ann Wisdom. Die berühmten Morley-Brüder in Aktion. Pat war ganz sicher jemand, mit dem man rechnen musste. Ganz besonders in den großen Tagen des Healey. Und wissen Sie, wenn man im Healey etwas erreichen wollte, musste man erst einmal Pat schlagen. Pat Moss liegt in Führung, aber sie ist mit ihren Zündkerzen nicht zufrieden. Ich würde meinen, der Healey war ganz gewiss eines der großartigsten Rallye-Autos. Er war bekannt als der große Healey. Sie waren immer rot lackiert und wurden als große rote Monster bezeichnet. Und es machte Spaß, dieses Auto zu fahren. Und jetzt ist das Team Timo Mäkinen an der Reihe. Als ich nach dem Rennen 1962 die Chance hatte, zu Austin Healey zu gehen, sagte Stuart, wenn du magst, dann fahr ihn. Zuvor war ich Rennen in Finnland gefahren, 33rd Track, Eisrennen und ähnliches. Als ich in den Austin Healey stieg, fühlte ich mich wie zu Hause. Er war fantastisch zu fahren und da der Healey Scheibenbremsen hatte und große Räder, war er ein sehr, sehr gutes Rallye-Auto in jener Zeit. Er hatte 108 PS, wog 1000 Kilogramm. Und wenn Sie ihn mit dem heutigen Escort vergleichen, der hat 240 PS und wiegt 930 Kilogramm. Ich würde sagen, recht ähnliche Autos. 1000 Kilo. And if you take Escort today, we have 230 horsepower, 240 horsepower, and 930 kilo, what are, I will say, very similar motor cars. Der große Healey war generell schneller als andere Sportwagen. Nein, das ist vielleicht falsch. Der Porsche war genauso schnell oder sogar schneller. Der große Healey war bestimmt ein sehr starker Wagen. Die Porsches insbesondere, wenn sie von Leuten wie Hans Walter und ein bisschen später von Gunther Klaas gefahren wurden, waren nicht zu unterschätzen. In fact, they were, I suppose, faster motor cars. Wir haben den Sunbeam Tiger nie als ernsthafte Konkurrenz angesehen. Es war ein recht guter Wagen und ich glaube, er musste eigentlich nur weiterentwickelt werden. Aber er wurde vom Markt genommen, bevor sein Potenzial voll entwickelt war. Eines der Probleme war, dass er für den amerikanischen Markt gebaut wurde und wir ihn nie in dieser Form benutzt haben. Mit anderen Worten, als ich bei der Alpine Rallye disqualifiziert wurde, hätte ich in der Tat 40 weitere PS haben können. Wenn man ihn mit dem Tiger vergleicht, war der Imp viel schneller als der Tiger. Aus zwei Gründen. Erstens war er viel kleiner. Man konnte seitwärts durch eine Kurve gehen und trotzdem auf der Spur bleiben. Aber wäre man mit dem Tiger seitwärts gerutscht, hätte man vermutlich die Kontrolle über die Hinterräder verloren. Und zweitens hatte der Imp eine großartige Bodenhaftung. Out of a hairpin, for example, an imp would leave a tiger miles behind. Selbst an den Kontrollpunkten gibt es eine Menge zu tun. Auftanken und sich mit der nächsten Etappe vertraut machen. Und ich suche nicht meine Handtasche, falls Sie das denken.
Es ist eine Tatsache, dass keine Fahrerin in diesem Jahrzehnt vor einer Fahrt tatsächlich Schlaf gefunden hat. Die beste Fahrerin ist Pat Moss. Man kann sogar sagen, dass sie die einzige Fahrerin ist, die es nicht nur mit den Männern aufnehmen kann, sondern auch in der Lage ist, mit ihrem Haley ein Rennen zu gewinnen. Anne Hole ist auch eine Konkurrentin mit ihrer Navigatorin Val Domeo, die jetzt mit Don Morley verheiratet ist. Ich bin mit einer ganzen Anzahl sehr guter Fahrerinnen Rallyes gefahren. Aber die allerbeste war Pat Moss. Ihre Erfahrung war viel größer als die aller anderen, für die ich je navigiert habe. Wenn man sich noch einmal die Fahrer ansieht, ist Eric Strode in den ersten Jahren fast immer siegreich. Andere kamen und gingen. Ich glaube, Eugen Boring war vielleicht eine der wahren Persönlichkeiten. Er war der Fangio der Rallye und Tatsache ist, dass seine Karriere zusammen mit Aaltonen Fahrt aufnahm und zum finnischen Siegeszug beitrug. Denn Rano machte sich als erstes einen Namen bei einer polnischen Rallye. Und was Großbritannien betrifft, sollte man nie die Persönlichkeit von Paddy unterschätzen und seinen Sieg in Monte Carlo. Ich finde, der Motorsport braucht Persönlichkeiten. Anfangs war es der Vorderradantrieb. Es war eine neue Technik für mich beim Fahren. Ich war jahrelang recht gut auf Asphalt, aber wie man auf unbefestigten Straßen fährt, wusste ich nicht. Und ich glaube, ich lernte diese Technik beim Mini und daher verliebte ich mich in das Auto. Als ich Monte Carlo 1964 gewann, war das eine große Überraschung für mich. Ich weiß, es ist wohl wie Schlittschuhlaufen oder was auch immer. Man weiß eben sofort, ob man eine gute Leistung erbracht hat. Natürlich war es zu der Zeit das Wichtigste, die Rallye Monte Carlo zu gewinnen. Und mein erster internationaler Sieg war mit dem Mini Cooper bei der 1964er Tulpenrallye. Ich mochte den Mini nicht annähernd so gerne wie den Healey. Mit dem Vorderradantrieb habe ich mich nie so richtig wohlgefühlt. 1960 bei der Rallye Monte Carlo bin ich anfangs mit einem Mini gefahren und dann 1965 das letzte Mal für BMC wieder mit einem Mini. Der Mini war ein sehr gutes Auto. Er hatte die richtige Größe für ein Rallye-Auto. Er war sehr klein, fuhr sich viel besser im Vergleich mit anderen Autos. Und er hatte ein geringes Gewicht. Es ist bedauerlich, dass der Mini in der Rallye Monte Carlo nicht mehr starten darf. Sie wurden wegen einer nicht konformen Lichtanlage disqualifiziert und das war wirklich ein Fiasko. Sie haben die Autos durchgesehen. Sie versuchten uns wegen einer anderen Sache zu disqualifizieren und haben es dann wegen der Beleuchtung getan. Aber Tatsache ist, dass die Beleuchtung uns überhaupt nicht geholfen hat, die Rallye zu gewinnen. Paddy Hopker hatte auch ein Problem bei der Akropolis Rallye 1966, als er wegen einer Kleinigkeit disqualifiziert wird. Aber kehren wir zur Rallye Monte Carlo zurück. Auch Roger Clark hatte Probleme mit der Lichtanlage mit seinem Lotus Cortina. Ich fing an, mit meinem eigenen Mini viele Rallyes zu fahren und wir machten uns sehr gut. Aber eigentlich mag ich richtige Autos. Je mehr PS, desto besser. Bis der Escort kam, sind wir Rover und Cortina gefahren. Beides relativ große Wagen. Und hier, jetzt kommt der 23-jährige Newcomer Roger Clark. Das war ein Auto mit viel Charakter und es machte Spaß, es zu fahren. Ich glaube, wir waren gut als Team. Wir waren sehr unbeschwert und glücklich. Damals wie heute wurde viel Wert auf die Ergebnisse in den einzelnen Klassen gelegt. Zu der Zeit hatte ich meinen privaten Cortina, um Rallyes in England zu fahren, obwohl wir eigentlich an großen internationalen Events interessiert waren. Und für mich war der Cortina das Auto, das mir viel eingebracht hat. Ich glaube, es war 1965 und wir waren sehr erfolgreich gegen das Werksteam von Cortina und wir gewannen die walisische, die Golf- und die schottische Rallye. Im nächsten Jahr kamen wir in das Ford Cortina Werksteam. Dieses Beispiel trifft auch heute noch zu. Am sichersten kommt man in ein Werksteam, wenn man die Werksfahrer mit ihren eigenen Waffen schlägt. In jener Zeit war der große Unterschied zwischen Amateur- und Profifahrern die technische Unterstützung, die man hatte. 1965 haben wir, glaube ich, 4 oder 5 vom Werk abgedeckte Events für Rover gefahren, mit allem Service, den man sich wünschen kann.
Im selben Jahr haben wir vielleicht auch 4 oder 5 andere Events gemacht. In Rogers Cortina. Der technische Service bestand aus einer Werkzeugtasche im Kofferraum. Bis wir für eins der Werksteams fuhren, hatten wir nie irgendwelche Servicewagen. Ich habe sowieso mein eigenes Auto gebaut, also war es kein Problem, es zu reparieren. Heutzutage knurre ich vielleicht ein bisschen, wenn ich mich unter das Auto lege, aber es ist immer noch möglich. Und jetzt die letzte Besprechung. Die Pflichten werden vom Teammanager verteilt. Das Service- und Technikteam befolgt einen fast ebenso anspruchsvollen Plan wie die Fahrer. Dann wurden die Pace Notes und die Beifahrer immer wichtiger. Für den Rest des Jahrzehnts dominierten die extrem schnellen Skandinavier. Sie alle waren fest entschlossen, die Besten zu sein. Man muss sich Finnland vor Augen führen. Es ist ein angenehmes Land, um Urlaub zu machen, aber nach einer Woche oder 2 langweilen sie sich bei all den Seen und Wäldern und ich glaube, sie wollen einfach nur weg. Ähnlich wie bei den schottischen Rennfahrern. Sie sind froh, in die große Welt ausschwärmen zu können. Und diese Timos, Ranos, Semos und all die anderen, sie alle wollen zu den großen Events. Genau dieselbe Entschlossenheit sehen wir auch heute. Zu Beginn dieser Periode war mein erster Kontakt mit den Pace Notes sehr interessant, weil ich die Rallye Monte Carlo 63 fuhr. Das war mein erster ernsthafter bezahlter Event mit einem ausländischen Team, dem BMC Schweden. Wir kamen zum Start der ersten Etappe, die sich Granier nannte. Und mir wurden Notizen auf einem Stück Papier von Tony Ambers übergeben. Und ich konnte kein Schwedisch. Und Banks sagte, er könne kein Englisch. Aber ich habe diese schnelle links, schnelle rechts vorgelesen. Und am Ende dieses Tests hat Banks es verstanden. Und ich habe es auch verstanden. Banks Söderström was understanding it, and I was understanding it. In den 60ern wurden die Pace Notes weiterentwickelt. Die früheren Teams hatten hauptsächlich Navigationsnotizen, die ihnen sagten, wo sie an Kreuzungen oder Kreisverkehren abbiegen mussten. Aber eine Hochgeschwindigkeitserkundungsfahrt wurde Standard. Die Teams entwickelten komplexe Kommunikationssysteme, die dem Beifahrer erlauben, jede Straßenbiegung zu beschreiben, wodurch der Fahrer schneller und sicherer fahren konnte. Weil die Belastung für die Stimmen äußerst hoch war, mussten spezielle Intercoms entwickelt werden. Die einzige Straße, die seit den Anfängen erhalten blieb, wird Col de Turini genannt. Sie ist sehr wichtig bei der Rallye Monte Carlo. Früher schafften sie die Minis in 22 oder 23 Minuten. Aber im Laufe der Jahre sind die Geschwindigkeiten so weit gestiegen, dass dieses 24 Kilometer lange Teilstück heute von einem schnellen Auto bei derselben Veranstaltung in 18 Minuten oder weniger gefahren wird. Das ist schon ein recht großer Geschwindigkeitszuwachs. A quick cut is now breaking the 18-minute mark on the same event. That's the sort of increase in speeds we're getting. Of course, today the cars are much. Natürlich sind die Autos heute viel schneller. Wenn man den besten Mini von damals heute in die Rallye schickt, würde er nicht besonders gut abschneiden. Wahrscheinlich schafft er den 20. Platz oder noch nicht mal den. Very well. I think RAC you can finish 20th or something like that. Wenn jedes Event eine Wertungsprüfung wäre, würde das bald langweilig werden. Es wäre wie beim Autorennen. Der Grund, warum ich und viele andere Menschen Rallyes mögen, sind die wechselnden Landschaften und die verschiedenen Arten von Rennen. In den 60ern kommen auch längere Events zum Tragen. Länger noch als die Safari Rallye. Die erste der Rallye-Marathons, die London-Sydney Rallye. Der 24. November 1968, eine rekordverdächtige Menge in Londons Kristallpalast. Ich finde, die Marathon-Events sind fantastisch, weil man in fremde Länder geht, statt im Kreis zu fahren. Es stellte sich als viel leichter heraus, als ich dachte, im Hinblick auf Schlaf und so weiter. Wenn es überhaupt ein Problem gab, dann, dass wir in Zentralaustralien keine Erkundungsfahrt machen konnten. Wir waren deshalb so unvorbereitet, dass wir das Auto an einer Bodenwelle beschädigten, die nicht in den Pace Notes stand. Und das zeigt nur, dass man auch als Profi jeden Teil der Straße kennen muss. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht trainiert hatte, war die Strecke wirklich unglaublich hart für mich. Aber die Rallye lief trotzdem sehr gut für mich. Sie war gar nicht schwierig. Wir genossen jede Minute, obwohl ich vorher wirklich überhaupt keine Zeit hatte, mich vorzubereiten.
Das Feld war offensichtlich sehr stark, aber es war nicht annähernd so schnell, wie ich dachte. Und da wir keine echten Verfolger hatten, machten wir 5 Stunden vor dem Ende eine Pause. Es wäre kein Rennen gewesen, wir waren einfach zu weit voraus. Einmal haben wir wirklich Angst bekommen. An einem Kontrollpunkt sind Leute auf das Auto und auf den Kofferraum geklettert. Der letzte Teil dieser Dekade steht im Zeichen der Auseinandersetzung zwischen den Autoherstellern und der FIA um die Reglementierung. Aber man weiß, dass die großen Autobauer immer einen Weg finden, um die Regeln der Kontrollbehörde zu umgehen, wie bei Mini Cooper und dem Lotus Carlton. Ein ernstes Hindernis beim Mini und einer der Gründe, warum ich glaube, dass der Mini nicht mehr dabei ist, war, dass der Vorderradantrieb auf Asphalt sehr gut war. Aber wenn man in den Wald kam, diese Waldwege haben eine hohe Schwelle in der Mitte. Und der Mini mit dem Schmutzfänger hatte sehr geringen Bodenabstand. Das Ergebnis, am Ende schlitterte man auf dem Schmutzfänger. Das hat das Auto sehr verlangsamt. Dann wechselten wir zu 12 Zoll Reifen, aber das Auto ließ sich damit nicht mehr richtig steuern. Aber als stärkere Motoren kamen, gab es einfach keine Reifen mehr für den Mini. Wir konnten die Leistung nicht mehr auf die Straße bringen. Und das ist der eigentliche Grund, warum dann Autos wie der Lotus Cortina und natürlich der Escort übernahmen. Wie der Mini die erste Hälfte der 60er Jahre dominiert, trifft dies in der zweiten Hälfte auf den Escort zu. Als der Escort auftauchte, war er ein viel besserer Wagen. Der Cortina war eine Menge Meilen gegen die Konkurrenz gefahren. Ich glaube, der Hauptvorteil des Escort war, dass er kompakt war. Offensichtlich war das Leistungsgewicht auch besser. Aber das Wichtigste war, dass er einfach die richtige Größe hatte, um Gebirgsstraßen zu fahren. Da ich sehr viel zu tun habe mit skandinavischen Fahrern und den Finnen im Besonderen, finde ich, sie haben immer noch ein großes Konkurrenzdenken. Sie haben immer noch diesen enormen Willen zu siegen. Natürlich haben wir recht schnell versucht aufzuholen. Und inzwischen haben wir sie eingeholt. Aber Stuart Turner sagte damals, sie werden schnell fahren. Wir werden schockiert sein, wie schnell sie sind. Und wenn sie einen Unfall haben, dann haben sie ihn vorher geplant. Daran erinnere ich mich noch heute. Die zunehmende Dominanz der skandinavischen Fahrer ist sicherlich das Hauptmerkmal der Dekade, die wir untersucht haben. Aber es gibt weitere, die Pace Notes, durchorganisierter technischer Service und eine generell professionelle Herangehensweise. Wir haben wahrscheinlich viele Wagen und Fahrer ausgelassen. Aber ich nehme an, wenn die Menschen auf die 60er zurückblicken, werden auch sie diese als goldenes Jahrzehnt beschreiben. Insbesondere in Großbritannien mit Fahrern wie Russell Brooks, Billy Coleman und dem König selbst, Roger Clark. Himself, Roger Clark.